Erstmals durfte ich für euch vorab ausgiebig in den Siedler-like Hoffnungsträger Pioneers of Pagonia reinzocken. Meine Erkenntnisse, Erwartungen, aber auch Bedenken habe ich euch daher in dieser Zocker-Lounge Preview zusammengefasst. Pioneers of Pagonia entsteht aktuell beim deutschen 20-Mann-Indie-Entwickler Envision Entertainment in Ingelheim am Rhein rund um die Siedler-Veteranen Volker Wertig und Dirk Ringe, die bereits vor über 20 Jahren unter anderem gemeinsam an Die Siedler 3 gearbeitet haben, dem für viele nach wie vor besten Teil der altehrwürdigen deutschen Aufbauserie. Pioneers of Pagonia hat dabei bereits eine bewegende Entwicklungsodyssee hinter sich, war die grobe Idee dahinter doch eigentlich zu Beginn mit Ubisoft zusammen an einem Die Siedler Reboot zu arbeiten. Was folgte, ist allseits bekannt und muss ja nicht nochmal aufgerollt werden. Aber an einem gewissen Punkt trennte man sich, Ubisoft baute ein eigenes Die Siedler und Envision verfolgte den geplanten Weg fortan konsequent weiter unter neuem pagonischen Namen. Durch eine Heimsuchung unbekannter Herkunft wird die mittelalterliche Fabelwelt aus dem Gleichgewicht geworfen. Wälder werden von düsteren Dornenranken befallen, Bergpässe durch Bergrutsche unpassierbar und zu allem Überfluss werden an vielen Orten verfluchte Kreaturen gesichtet. Dies machen sich auch Räuber und Banditen zunutze, die damit beginnen, die bisher friedlebenden pagonischen Dörfer zu plündern. Ihr als Spieler führt einen Stamm von Pagoniern an, die neben dem Besiedeln neuer Inseln und Gebiete diesen Gefahren gegenüberstehen und bekämpfen müssen. Was sie wiederum dem Ziel einer Partie näher bringt, welche da wäre, die Insel, also eure aktuell bespielte Map zu befrieden und das Leid der dort einheimischen Bevölkerung zu beseitigen. Dabei spielt sich Pioneers of Pagonia am allerersten wie der Urklassiker von Volker Wertig, nämlich ziemlich genau wie ein Die Siedler 1, welches unverkennbar als Vorlage herhalten durfte. So kommt auch das alte Wegesystem in modernisierter Version zurück und sorgt wieder für klassische Staus auf den Verbindungswegen, sobald diese überlastet sind. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass sich hier die Generation ab Die Siedler 3 und 4 nicht unbedingt auch heimisch fühlen muss, zumal sich auch beim Kampfsystem am Erstlingswerk orientiert wird, welches ein passives System beinhaltet und nichts mit RTS-typischen Massenschlachten aus den Nachfolgern zu tun haben sollte. Gesehen hat man davon allerdings ohnehin noch nichts, da die Demo-Version sich rein auf den Siedlungspart konzentriert und jegliche Bedrohung sowie der Handel und andere Dinge komplett ausblendet. Dazu aber gleich noch mehr. Ihr beginnt eine Partie mit eurem am Strand angelegten Siedlungsschiff, auf dem gut erkennbar, Stichwort What you see is what you get, alle verfügbaren Startressourcen sofort sichtbar sind, auf einer immer neu und nie gleichen prozedural generierten Insel. Siedler-Veteranen finden sich sofort heimisch und bauen über Holzfäller, Steinmetz, Förster und Sägewerk die Grundproduktion für eure zukünftigen Gebäude. Dabei verfeinert das Spiel das altbewährte Rezept aber sofort deutlich. Förster benötigen Wasser aus einem Brunnen für ihre Setzlinge, Holzfäller finden neben Laub- und Nadelbäumen auch Brennholz vor und die Steine des Steinmetzes, die wiederum in normale Steine und Kalksteine für Beton unterschieden werden, müssen zudem vom Steinmetz in Werksteine und Grenzsteine weiterverarbeitet werden. Hört sich zunächst vielleicht etwas kompliziert an, geht aber Hand in Hand und ist sehr schnell erlernt, weil eigentlich immer logisch nachvollziehbar. Über Wachtürme, die von Wachen der ersten militärischen Einheit im Spiel besetzt werden, lässt sich euer Einflussbereich dann sukzessive erweitern. Dafür werden mit viel Liebe zum Detail nach und nach die frisch produzierten Grenzsteine händisch von euren Wachen versetzt. Wer es eilig hat, kann via Fokuspunkt die Richtung vorgeben. Direkt steuern lässt sich in Pioneers of Pagonia aber ebenfalls klassisch nichts. So erschließt ihr neue Gebiete und erreicht bald den ersten Berg, auf dem ihr Kohle, Eisen, Kupfer und mit etwas Glück auch eine Silberader erspähen könnt, um etwas später mit der Produktion eurer Schwerindustrie zu beginnen.
Yippie, rufende Geologen benötigt es dafür noch nicht. Diese sollen aber, wie die altbekannten Untertageminen, im Laufe der Early Access Phase nachgereicht werden. Apropos Early Access Phase. Zum Start im Dezember, genauer gesagt am 13.12.2023, werdet ihr Pioneers of Pagonia zu einem, wie ich finde, fairen Preis von 29,99 € exklusiv auf Steam kaufen können. Bis dahin soll die Release-Version im Gegensatz zur Demo, die ihr ab sofort mit Release dieses Videos auf Steam findet und welche bis Ende Oktober, also circa einen Monat lang verfügbar sein wird, um diverse Dinge erweitert sein, was wiederum eine ernst gemeinte Bewertung des Spiels bis hierhin noch unmöglich macht. So sollen dann neutrale Fraktionen, die euch unter anderem mit Quests versorgen, deutlich mehr fordern. Gleiches sollen dann auch die Banditen sowie diverse Kreaturen wie Werwölfe tun, die ihr zum Beispiel nur mit Waffen aus Silber bekämpfen könnt, die ihr natürlich vorher aufwendig herstellen müsst. Interessant ist auch der Ausblick in die nahe Zukunft. So wird es der angekündigte Koop-Modus nicht mehr ins aktuelle Release-Jahr schaffen. Gleiches gilt auch für die Fischerhütte, die schon angesprochenen Minen samt Geologen und größere Lager. Leider auch spannend ist, was uns die erste Roadmap alles nicht verspricht. Erstmal keine Spur mehr von einem Koop-Modus, in dem jeder sein eigenes Volk befehligt und dann über Handel miteinander interagiert, nichts in Richtung des vehement geforderten PvP-Modus und leider auch nichts zur ebenfalls nicht minder gewünschten Singleplayer-Kampagne. Am Ende des Tages wird es auch eine wirtschaftliche Entscheidung sein und daher sehr von den Verkaufszahlen abhängen, inwieweit man das Projekt dann noch ausbauen kann. Der Grundstein, das Siedeln, ist jedenfalls durchaus ansprechend und vielversprechend. Wenn jetzt noch alle anderen Dinge funktionieren und das daraus resultierende Spielerlebnis für viele Stunden fesseln kann, dann, aber nur dann, können sich die Siedler-Fans auf jeden Fall den 13.12. schon einmal fett im Kalender markieren.